Moin Leute, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von MTB News. Ich bin der Arne und ich zeige euch jetzt das brandneue YT Jeffsy. Das Jeffsy ist das Trailbike in YTs Lineup, hat 150 mm Federweg vorne, 145 mm am Heck und 29 Zoll Laufräder. Viele von euch werden sich jetzt vermutlich denken, richtig viel hat sich gegenüber dem Vorgänger nicht verändert, allerdings ist da schon einiges passiert. Natürlich wurden die Geometrie und die Kinematik angepasst, aber auch an den Details hat YT einiges verändert. Die auffälligste Neuerung ist sicherlich das Staufach im Unterrohr, das gab es bei YT bislang nicht. Aber auch die Rohrquerschnitte wurden angepasst, die Kabelführung optimiert und an den Rahmenprotektoren hat sich auch einiges geändert. YT bietet das neue Jeffsy in 5 Ausstattungsvarianten für Preise zwischen 2.500 und 6.000 Euro an. Die günstigsten 2 Ausstattungsvarianten kommen dabei mit Aluminiumrahmen, die 3 teureren mit Carbonrahmen. Ich habe hier das Core 4 Modell für 5.000 Euro und gehe jetzt damit auf die Trails hier in Wales und nehme euch mit und zeige euch, wie sich das Jeffsy auf dem Trail fährt. Bergauf macht das Jeffsy eine richtig gute Figur. Die Sitzposition ist in meinen Augen ziemlich gelungen. Man sitzt nicht zu aufrecht, nicht zu gestreckt, sondern einfach angenehm und bequem. Man kommt so relativ schnell voran und ist auch für längere Touren perfekt aufgestellt. Der Hinterbau verhält sich dabei ziemlich antriebsneutral und wippt wirklich nur minimal. Wenn einen das stört, kann man relativ einfach zum Climbswitch-Hebel greifen. Der ist wirklich gut erreichbar. Und gerade beim RockShox Super Deluxe Dämpfer im Core 4 Modell ist der auch richtig effektiv. Ich habe das aber eigentlich nur zu Testzwecken mal kurz genutzt und bin sonst in der Regel offen gefahren. Das Einzige, was den Vortrieb des Jeffsys so ein kleines bisschen einbremst, ist der Maxxis Minion DHR-Reifen am Hinterrad. Der rollt einfach nicht super schnell. Wenn man den Fokus auf eher längere Touren legt und nicht ganz so in Richtung Abfahrt zielt, könnte man also drüber nachdenken, da einen schnelleren Reifen aufzuziehen, wie zum Beispiel einen Maxxis Dissector oder sowas. Wenn man allerdings wie ich mehr Gewicht auf die Abfahrt legt, ist man mit der gespeckten Reifenwahl wirklich gut bedient. Bergab hat mich das Jeffsy ein bisschen überrascht, weil ich mich wirklich ziemlich schnell richtig wohl darauf gefühlt habe und das, obwohl die Bedingungen, es war ein bisschen rutschig, nicht ganz optimal waren, um auf ein neues Bike, was man noch gar nicht kennt, zu steigen. Das Jeffsy fährt sich aber echt ausbalanciert, man hat das Gefühl, schön im Fahrrad zu stehen und das Handling ist insgesamt wirklich sehr gelungen und intuitiv. Dadurch, dass der Reach nicht so extrem lang ist, sondern eigentlich meiner Meinung nach ziemlich perfekt, lässt sich das Jeffsy auch richtig gut und ohne viel Kraftaufwand durch die Gegend steuern. Außerdem hat man auf engeren Trails und bei langsamen Geschwindigkeiten dadurch relativ viel Spaß und es kommt nicht dieses Langholzlaster-Feeling auf wie bei manchen modernen, relativ langen Bikes. Auch der Hinterbau funktioniert wirklich gut, man bekommt hier echt einen schönen Gegenhalt in Anliegern oder bei Absprüngen, sodass man es da richtig stehen lassen kann und das ohne, dass man dafür wirklich krasse Einbußen beim Komfort oder sonst irgendwie Endprogression machen muss. Das ist alles eine ziemlich runde Sache. Insgesamt schafft das Jeffsy so einen ziemlich guten Spagat aus Laufruhe, Abfahrtsqualität für ruppigen und steilen Trails und einem echt spaßigen, verspielten Fahrverhalten. Dabei kann das Jeffsy nichts davon extrem gut. Also es ist nicht die beste Downhill-Maschine oder das agilste Bike im Trailbike-Segment, aber die Mischung von beiden ist hier wirklich gut gelungen. Deswegen kann ich das neue YT Jeffsy wirklich jedem ans Herz legen, der einen wirklich guten Allrounder sucht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, bei Fragen ab in die Kommentare. Ansonsten gibt es wie immer den ausführlichen Test auch auf unserer Website mtbnews.de.